Luise? Ja? Luise? Was will denn der jetzt? Luise? Ja, Was tust du da? ja. Wonach sieht's denn aus? Ich lese ein Buch. Hast du nicht etwas vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Ich möchte einfach nur hier sitzen und ein Buch lesen. Solltest du nicht das nächste Türchen vom Adventskalender öffnen? Wenn der Mann ausnahmsweise mal recht hat, sollte man natürlich keine Zeit verschwenden und möglichst schnell tun, was er gesagt hat. Hier ist es also natürlich unser 5. Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender. Mein Name ist Luise Heinzel und du bist hier auf meinem Kanal gelandet. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann freue ich mich sehr, dass du mich gefunden hast. Wenn es dir hier gefällt, bleib doch hier, abonniere doch gerne diesen Kanal, um mehr solche Videos zu sehen. Wenn du schon öfters mal hier warst, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Türchen verbergen sich die Wörter Briefmarke, transparent, was eine etwas kuriose Kombination ist, das Wort Mullbinde, es wird nicht besser, und als letztes das Wort Lesezeichen. Wie du im Intro gesehen hast, gibt es Situationen im Leben, in denen empfiehlt es sich, ein Lesezeichen zur Hand zu haben. Also machen wir heute eins. Als Basis für dieses Lesezeichen habe ich mir hier mal diese Tags genommen, ein bisschen transparentes Papier, ein Stückchen von einer Mullbinde und Briefmarken. Außerdem habe ich dann hier noch so ein paar ausgedruckte Seiten von meinem Kit Urban Mirror. Das findest du auch in meinem Etsy-Shop. Das ist ursprünglich mal ein Mixed-Media-Projekt gewesen, das ich gemacht habe. Und dann habe ich das digitalisiert. Also alle diese Elemente in dem Kit sind selber von mir gemalt und auf eine Mixed-Media-Oberfläche aufgebracht worden. Dann habe ich das digitalisiert. Also wenn du das genauso nachmachen möchtest, was ich heute hier zeige, dann kannst du das in meinem Etsy-Shop runterladen. Ich habe dir das auch unten in der Infobox verlinkt, sodass du dieses Kit direkt sofort finden kannst. Als erstes habe ich hier mal angefangen, ein paar von den Briefmarken auf meinen Tag zu kleben. Ich habe diese Briefmarken jetzt so ausgewählt, dass sie farblich etwas zusammenpassen. Also ich habe so ein Grünschema gewählt, wie ihr wisst. Ich mag sehr gerne Grün. Einige hatten ja schon mal gemunkelt, dass Blau meine Lieblingsfarbe sei, aber dem ist nicht so, auch wenn es in letzter Zeit ziemlich viele blaustichige Videos gegeben hat. Ja, ich habe jetzt einfach ein Stückchen von diesem digitalen Papier, was ich mir ausgedruckt habe, ausgerissen, sodass ich das dort in diese Optik der Briefmarken integrieren kann. Dann habe ich das Ganze mit Mattmedium aufgeklebt und bin auch über die Briefmarken und die ganze Oberfläche nochmal mit dem Mattmedium drüber gegangen. Das versiegelt das Ganze so ein bisschen. Ja, und dann habe ich das einfach mit meinem Heißluftföhn getrocknet. Ein guter Tipp ist vielleicht auch, wenn ihr sowas trocknet das auch immer ein bisschen von der Rückseite, dann wälzt sich das Papier nicht ganz so stark oder die Pappe, auf die ihr das aufkleben wollt. Jetzt habe ich mir das Transparentpapier genommen, denn ein weiterer Prompt ist ja transparent. Und ich finde, Transparentpapier über Briefmarken, das schaut irgendwie richtig schön aus. Und ich möchte jetzt gerne hier so eine Mischung schaffen, einmal aus diesem transparenten Look der Briefmarken und einmal eben den normalen Look der Briefmarken, ein Stückchen erhalten, da wo das Transparentpapier dann später nicht hinkommen wird. Ich habe mir das dann mal so grob drüber gelegt, habe das da abgerissen an der Kante, wie ihr seht, und dann habe ich das hier mit meiner Nähmaschine festgenäht, sodass dann eine kleine Tasche zusätzlich noch auf diesem Lesezeichen entsteht. Wenn du keine Nähmaschine hast, dann kannst du das selbstverständlich auch ankleben, antackern oder mit der Hand festnähen. Damit das Ganze ein bisschen mehr Vintage aussieht, gerade dadurch, dass die Rückseite von dem Tag ja noch diese ursprüngliche Optik hat, habe ich mich jetzt entschieden, so ein bisschen Distress Ink noch dort drauf zu geben. Habe mir dieses kleine Kosmetikbürstchen genommen und bin einfach einmal da drumherum gewandert. Und hier seht ihr nochmal die Rückseite von diesem Tag. Da macht es sich, finde ich, immer ganz gut, wenn man die Kanten so ein bisschen braun macht. Ich habe das jetzt hier teilweise ein bisschen übertrieben und bin auch nochmal über die ganze Fläche von diesem Tag drüber gegangen, weil ich den einfach sehr gelb fand im Vergleich zu der Vorderseite. Und hier mache ich jetzt als nächstes noch ein Element, was auch zu dem Thema transparent passt. Ich habe diese Distress-Tinte jetzt auf diese Schablone aufgetragen. Jetzt nehme ich Mattmedium und streiche das durch die Schablone.
Warum tue ich das so? Dadurch, dass ich das so mache, löst sich die Tinte von der Schablone wieder ab, während ich mit diesem Spachtel über die Schablone kratze. Und dann habe ich später dieses Mattmedium im Prinzip eingefärbt mit der Tinte, die ich vorher da drauf auf dieser Schablone hatte. Wenn man das dann gut trocknet, macht das bitte vorsichtig auf dem Transparentpapier, dass euch da nicht die Bude abfackelt. Dann ergibt das eine ganz, ganz schöne Oberfläche und vor allen Dingen ist das auch also eine ganz interessante ja, Mischung aus diesem transparenten Mattmedium, das trocknet ja normalerweise ganz transparent, und eben dieser Tinte, die dann so ein bisschen macht, was sie will. Man könnte jetzt theoretisch hier auch nochmal in diese kleinen Schlitze von dieser Struktur Farbe laufen lassen. Das habe ich jetzt hier nicht getan, weil ja, ich wusste nicht ganz genau, wie das reagieren wird und deswegen habe ich mir das mal gespart. Aus dieser Mullbinde habe ich mir jetzt gedacht, mache ich da oben einfach so ein kleines Teil dran, dass, wenn man das in ein Buch steckt als Lesezeichen, dass da oben so ein bisschen rausguckt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist mir jetzt aber irgendwie noch ein bisschen zu fad und zu langweilig. Deswegen habe ich mir hier mal so ein paar Perlen geholt, versucht so ein bisschen die Farben von den Briefmarken zu treffen. Das ist mir jetzt hier zugegebenermaßen nicht ganz gelungen. Die grünen Perlen sind ein bisschen knallig, sehr knallig grün. Das kommt eigentlich in den Briefmarken nicht vor. Im Endeffekt bin ich ganz glücklich darüber, weil es nochmal so ein Highlight dann geworden ist am Ende. Aber ja, ich hatte keine anderen grünen Perlen, die wirklich jetzt vernünftig dazu gepasst hätten. Jetzt habe ich die mir da so ein bisschen arrangiert. Ich nehme mir mein kleines Kosmetikbürstchen da als Hilfe, dass mir die oben nicht wieder von dem Ding da runterflutschen. Und mache einfach unten einen Knoten. Ich habe da jetzt einfach Buchbindegarn genommen. Ihr könnt da jegliche Art von Faden nehmen, was ein bisschen flexibel ist. Denn ich will das jetzt da oben noch an diesem Lesezeichen befestigen. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich das auf der Vorderseite oder auf der Rückseite mache. Ich war mir da jetzt noch nicht so ganz über den Verwendungszweck später im Klaren, als ich das gemacht habe. Also das könnt ihr natürlich antackern auf der Vorderseite oder auf der Rückseite, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und dann kann das später auch aus dem Buch oben heraushängen. Jetzt habe ich das da angetackert und habe dann gemerkt, uiuiui, es könnte sein, dass der Faden da oben mit dieser Schlaufe unter der Tackernadel durchflutscht, wenn man das wirklich in Benutzung hat und diese Perlen oben aus dem Buch raushängen. Deswegen habe ich mir einen Knopf genommen und diesen Knopf habe ich jetzt so angenäht, dass gleichzeitig der Faden von diesem kleinen Perlendingeldangel da auch mit fixiert ist. Also so, dass der Faden da dann jetzt nicht mehr weg kann. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit dem Knopf, wie ihr seht. Manchmal ist es schon wirklich schwer, die einfachsten Dinge zu machen. Ich habe da irgendwie mit dem Faden so ein bisschen vertuckselt, wie ihr seht. Aber ich habe das dann zum Glück trotzdem noch hinbekommen. Auf der Rückseite habe ich das einfach vorsichtig festgeknotet und habe dann auf der Rückseite die Fäden einfach runterhängen lassen. Gibt auch noch mal ein bisschen irgendwie sowas Interessantes. Dann habe ich mir gedacht, ich habe ja noch diesen in Anführungsstrichen Abfall von dem Auftragen der Tinte auf die Schablone und habe mir dann überlegt, ich mache da draus noch so einen kleinen Tag, den ich dann in diese Tasche von dem Lesezeichen einführen kann. Den könnte man zum Beispiel später benutzen, um sich Notizen zu dem Buch zu machen, was man gerade liest. Wenn man das Lesezeichen jetzt in einem Buch hat, wo vielleicht irgendwelche Dinge sind, die man sich merken muss, dann könnte man die auf der Rückseite notieren. Je nachdem, was ihr da aufschreiben wollt, könnt ihr dann ja den Tag in der Größe und in der Optik auch ein bisschen variieren. Wenn ihr viel aufschreiben wollt, würde ich jetzt auf der Vorderseite vielleicht nicht ganz so viel wildes Schablonieren machen, wie ich jetzt hier gemacht habe. Aber das könnt ihr natürlich ja, so variieren, wie ihr das möchtet. Ich habe den dann auch außenrum noch ein bisschen mit der Forest Moss Distress Oxide Tinte, wie soll ich sagen, umrandet, dass es so ein bisschen auch grünlicher aussieht und dass dann eben auch der Zusammenhang zu den grünen Briefmarken auf dem eigentlichen Lesezeichen nochmal ein bisschen hervorkommt. Und dann hatte ich vom Anfang noch diese zerschnittene Briefmarke. Und da habe ich mir gedacht, ich will die nicht irgendwie wegschmeißen. Die passte jetzt eben auf das Lesezeichen nicht mehr ganz drauf. Ihr habt am Anfang gesehen, ich hatte die da abgeschnitten. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja eigentlich versuchen, so eine kleine Briefmarke aus dieser Briefmarke zu machen. Ich habe die dann also gut durchdacht so abgeschnitten, dass mir dieser weiße Rand rundherum erhalten bleibt und irgendwie, frag mich nicht wie, ist dieses Motiv dann auf dieser Mini-Briefmarke, dieser zusammengestückelten Briefmarke, wieder eins geworden. Also ich bin mir sicher, das funktioniert mit Sicherheit nicht mit jeder Briefmarke. Ich hatte jetzt hier sehr, sehr großes Glück, denn wie ihr seht, fügt sich jetzt hier der Rand dieser Briefmarke wieder zusammen. Was ich damit sagen will, ist, ihr könnt auch die kleinsten Dinge nehmen, die ihr irgendwo findet
um etwas Schönes noch daraus zu machen. Schmeißt solche Sachen nicht weg, denn schaut euch mal bitte an, wie süß das jetzt aussieht. Und das werde ich jetzt gleich nehmen und das auf den anderen Tag vorne noch aufbringen, sodass dann auch ein Zusammenhang zwischen diesem kleinen Tag und dem eigentlichen Lesezeichen besteht. So habe ich eine Briefmarke auf dem kleinen Tag und die anderen Briefmarken auf dem Lesezeichen. Hier unten ist jetzt noch so eine kleine Kante, die mir da jetzt nicht ganz verschwunden war, die mich jetzt wirklich extremst gestört hat. Aber da könnt ihr einfach so einen weißen Stift nehmen. Ich meine, ihr könnt natürlich auch ein Stückchen weißes, Entschuldigung, Papier drüber kleben oder einen kleinen Tupfer weiße Acrylfarbe nehmen. Irgendwas, was ganz gut deckt. Und dann könnt ihr auch diese kleinen Fehlerchen da vertuschen, falls euch das passieren sollte. Ihr habt da jetzt auch kein Rezept, wie man das genau schneiden muss. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, dass ihr dann dieses Ergebnis habt und so eine kleine Mini-Briefmarke habt. So schaut das Ganze dann aus, wenn sich das auf diesem Tag befindet. Und ich finde, das ist wirklich irgendwie schaut das total süß aus. Das könnte man auch benutzen, um das irgendwo so als Highlight in so eine Ecke von so einer Journaling-Seite zu packen oder so. Also ja, und wenn man das jetzt da reinsteckt, dann verschwindet das auch erstmal wieder und man sieht das erst, wenn man das später wieder rausholt. Also dieses Transparentpapier mit diesem Mattmedium und der Tinte oben drüber, mit dieser Blumenstruktur, das lässt schon einiges verschwinden, was ich aber persönlich ganz schön finde, dass nicht immer alles so auf den ersten Blick gleich ersichtlich ist, was da so passiert. Dann hat man ein bisschen was zu entdecken, wenn man das irgendwo einsteckt. Und ja, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet das nachmachen. Wenn ihr das auf Instagram teilen wollt, was ihr da gemacht habt, dann benutzt doch bitte den Hashtag, den ihr unten im Bild seht, sodass ich auch eure Beiträge sehen und kommentieren kann. Und vergesst bitte auch nicht, wenn ihr bei diesem Adventskalender aktiv mitmachen wollt, eure ganzen Schnipsel zu sammeln. In den Behälter, den ihr euch hoffentlich am 1. Dezember ausgesucht habt, tut ihr einfach alle Schnipsel. Und dann sehen wir uns am 24. mit diesen Schnipseln wieder. Wir haben was Besonderes damit vor. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zum nächsten Türchen. Ich hoffe, ich bin nicht so wieder so verpeilt wie heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis morgen, alles Gute und tschüss. Klappe die 25. Was ist schon wieder mit dem Pink hier? Kommt das immer? Gott. Oh. Jetzt halt das Buch richtig rum. Das wäre jetzt auch nicht so ganz gut, wenn das falsch macht.